Er steht erst am Mittag auf. Er trinkt vielleicht den ganzen Tag Bier. Er ist die ganze Nacht wach. Fühlst du dich wie in einem Hamsterrad? Du bekommst eine Absage nach der anderen oder vielleicht wirst du gar nicht erst zur Besichtigung eingeladen. Das Jobcenter garantiert doch für die Miete. Und trotzdem hast du als Arbeitssuchender echte Probleme, eine Wohnung zu bekommen. Ich erkläre dir, woran das liegt. Noch wichtiger, ich gebe dir Tipps, mit denen du deine Chancen auf eine Wohnung sofort vergrößern wirst. Dabei erzähle ich dir aus meinem Alltag als Immobilienmakler. Ich bin der Türsteher, an dem du vorbei musst, wenn du die Wohnung bekommen willst. Seit mehr als 10 Jahren arbeite ich für Vermieter und wähle für sie die Mieter aus. Da kriegst du dann auch keine ausschweifenden Erklärungen. Aber heute rede ich Klartext. Ich zeige dir, welche Fehler Arbeitssuchende bei der Wohnungssuche machen. Ich zeige dir, wie du mit kleinen Änderungen in deinem Verhalten es hinkriegst, dass dich der Vermieter auswählt, auch wenn du gerade keinen Job hast. Vermieter denken in Klischees. Klischees, die auf dich vielleicht gar nicht zutreffen. Vermieter stellen sich den Arbeitssuchenden oft so vor. Er steht erst am Mittag auf. Er trinkt vielleicht den ganzen Tag Bier. Er ist die ganze Nacht wach. Er weckt beim Duschen um 3:30 in der Nacht das ganze Mehrfamilienhaus auf. Ja, der Vermieter weiß vielleicht, dass die Miete vom Amt sicher ist, aber viele Eigentümer fürchten weitere Probleme, zum Beispiel mit den anderen Mietern. Vermieter fürchten sich nicht vor dir, sie fürchten sich vor dem Klischee. Das ist unfair, aber das ist nun mal die Realität. Deshalb musst du gegen dieses Klischee anarbeiten, auch wenn du natürlich weißt, dass es auf dich gar nicht zutrifft. Und dann machen Arbeitssuchende noch Fehler, die das Vorurteil des Anbieters bestätigen. Ja, da gehen die Chancen für den Zuschlag dann gegen Null. Das können zum Beispiel Probleme in der Kommunikation sein. Vielleicht ist deine Portalanfrage einfach falsch formuliert. Du hast 2 Sätze zu viel geschrieben oder einen Satz zu wenig oder schlicht den falschen Inhalt, den der Anbieter überhaupt nicht hören will. Vielen Mietern ist das ja gar nicht klar, dass schon der Style ihrer Anfrage im Immobilienportal darüber entscheidet, ob sie eine Chance auf die Wohnung bekommen werden. So viele schießen sich aus Versehen bei der Anfrage schon ins Aus. Jetzt ein paar ganz konkrete Tipps, wenn du arbeitslos nach einer Wohnung suchst. Manche Vermieter akzeptieren Mieter mit Bezügen vom Jobcenter nur deshalb nicht, weil sie keine Lust auf aufwendigen Schreibkram haben. Sie wollen einfach keine Formulare ausfüllen. Bereite also alles kleinteilig vor. Biete an, den Schreibkram vollständig für den Vermieter zu übernehmen. Am besten hast du schon alles vorher selber sauber ausgefüllt und kannst dem Anbieter ganz konkret die nächsten Schritte erklären. Wie geht's denn weiter, dass du bei ihm einziehen kannst? Mach es dem Anbieter leicht, dich als Mieter zu akzeptieren. Gib dem Vermieter eine Perspektive. Ja, du bist gerade arbeitssuchend, aber bleibst du arbeitssuchend? Nein, natürlich bleibst du nicht arbeitssuchend. Du wirst bald wieder eine Arbeit haben. Und genau deswegen erfüllst du nicht das Klischee, das ich vorhin beschrieben habe. Also zeig dem Anbieter, wie wird dein Leben sein in 3, 5, 12 Monaten? Warum wird sich deine Situation ändern? Wie wird sich das Mietverhältnis gestalten, wenn du wieder in Arbeit bist? Ein großes Problem hast du schon kennengelernt. Es gibt Eigentümer, die generell keine Mietinteressenten ohne Job akzeptieren. Da kannst du auch überhaupt nichts machen. Deswegen musst du dich umso mehr auf die Anbieter konzentrieren und an den Anbietern arbeiten, die doch Arbeitssuchende einmieten. Fokussiere dich vollständig auf diese Anbieter. In meinem Kurs erfährst du übrigens, wie du die richtigen Wohnungen findest. Die Wohnungen, bei denen du die besten Chancen hast. Brech also aus dem Hamsterrad und verlier nicht noch mehr Zeit. Endlich in die Besichtigung kommen, weil ich dir erkläre, wie du Portalanfragen so formulierst, dass dich Vermieter auch einladen. Folge dem Link unter dem Beitrag, nimm jetzt die Abkürzung zu deiner neuen Wohnung.